zu den Menschen und flüstert ihnen gleichsam diese Worte ins Ohr. Yeah. Okay, so now it will be easy to understand why our sufferings are. Jetzt wird es leichter für uns sein zu verstehen, wozu unsere Leiden sind. We are not simply receiving the joy of salvation. Wir empfangen nicht einfach die Freude der Erlösung. We are like Christ to give the salvation to others. Wir sind dazu berufen, wie Christus die Erlösung anderen weiterzugeben. Yes. In that process we enjoy it also. In diesem Prozess haben wir daran auch Freude. We cannot avoid it because it is God made us for that. Aber wir können nicht an diesem Weg vorbeigehen, weil Gott hat ihn so für uns vorgesehen. Only I am 62 years old, only around at the age of 60 I understand all these 60 years of my suffering was a plan of God. Und ich bin jetzt 62, aber erst als ich 60 war, habe ich verstanden, dass dieses ganze Leiden meines Lebens im Plan Gottes gelegen hat. And it was pre-planned by Him, but I did not know. Und ohne dass ich es gemerkt habe, musste ich feststellen, dass das alles von Gott für mich vorgesehen war. And that was through Isaiah 53. Und ich habe es verstanden durch Jesaja 53. That I must experience Isaiah 53. I was experienced. Ich muss diese Stelle selber erfahren und ich habe sie selber erfahren. In this word 9 and 10. In Jesaja 53, 9 und 10. Or word 10 here. But the Lord was pleased to crush him in infirmity. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. God was pleased. Der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. To give him suffering. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Yes. So today, when we recognize I am part of that Jesus. Wenn wir erfahren, wir sind ein Teil von diesem Jesus. I eat his body and blood. Ich esse sein Leib, sein Blut. I am filled with his spirit. Ich bin angefüllt mit seinem Geist. I am filled with his word of God. Ich bin erfüllt von dem Wort Gottes. Then what should happen in me? Was sollte dann in mir geschehen? This is why it is possible only we eat this word of God in us. Es ist erst möglich, wenn wir dieses Wort in uns hineinessen. Yes. And I understood Isaiah 53 when I suffered terribly. Und ich habe Jesaja 53 verstanden, als ich selber schrecklich gelitten habe. Yes. And thereafter suffering became a great joy to me. Und danach wurde das Leiden zu einer großen Freude für mich. But nearly 15 years back, Aber vor 15 Jahren, when I was terribly suffering, the Lord appeared to me like in a vision. als ich furchtbar gelitten habe, da ist mir der Herr erschienen in einer Vision. And he said, my son, Und er without sagte, Good Friday there is no Easter. mein Sohn, ohne Karfreitag gibt es kein Ostern. But now I understand that was only a little bit of beginning. Dann habe ich aber verstanden, es war erst der Anfang, ein kleiner Anfang. So I had a motivation to suffer. Und ich hatte aber Motivation zu leiden. Because any suffering means it is by Good Friday, so I am sure there will be a Easter. Jedes Leiden bedeutet für mich, das ist mein Karfreitag und dann kann ich sicher sein, es kommt Ostern. This is very easy. Das ist sehr leicht. If you are having any suffering, Ganz einfach. it may be from your own most beloved persons. Wenn du irgendein Leiden bekommst und sei es durch deine nächsten Vertrauten, durch deine nächsten Angehörigen. All that is written in the Bible. Alles das steht in der Heiligen Schrift. Psalm 55, 12. Psalm 55, 12. Bei uns ist es Psalm 55, 13. Yes. It says, if it was my enemy, I could have bear this. Da heißt es, denn nicht mein Feind beschimpft mich. Das würde ich ertragen. But it was
if my foe had viewed me with contempt, from that I could hide. Nicht ein Mann, der mich hasst, tritt frech gegen mich auf. Vor ihm könnte ich mich verbergen. But it was you, my other self, my comrade and friend. Nein, du bist es, ein Mensch aus meiner Umgebung, mein Freund, mein Vertrauter. You, whose company I enjoyed, at whose side I walked in procession in the house of God. Mit dem ich in Freundschaft verbunden zum Haus Gottes gepilgert bin, inmitten der Menge. This is what was prophesied in Psalm about the suffering of Jesus. Auch das bezieht sich auf das Leiden von Jesus, was hier im Psalm That his prophezeit own wird. very dear apostles will insult him and do bad to him. Dass seine eigenen Vertrauten ihm Böses antun, dass sie ihn verlassen werden, dass sie ihn verraten werden. So that is what Jesus was. See, these psalms were the prayer of Israelites. Every day they were praying these psalms like we have in our divine office Laudes. So wie wir jetzt in den Stundengebeten die Psalmen beten, so war es schon seit Jahrhunderten das Gebet der Israeliten. Jeden Tag haben sie es gebetet. A very devout Jew will sing all 150 psalms. Ein sehr frommer Jude wird alle 150 Psalmen am Tag beten. 150 Psalmen an einem Tag. I have my team members now. We in our mother tongue in Malayalam, we sing all 150 psalms now. In my Indian retreat, Malayalam retreat, I sing the psalms. In meinen indischen Exerzitien, mein Team singt die Psalmen jeden Tag in Malayalam. And these girls who are singing this, they can sing all 150 psalms by heart. Und die Mädchen, die das singen, die können die alle auswendig. It is like that. So ist es. So imagine what was the situation of Mother Mary and Jesus. Also denken wir daran, wie es Mutter Maria und Jesus gegangen ist. And they were singing psalms in all situations. Sie haben in allen Situationen Psalmen gebetet. While walking, while gardening, while preparing food, they sing psalms appropriate to that situation. Also jeweils in der Situation, ob sie unterwegs waren, spazieren gingen, bei der Gartenarbeit, bei der Hausarbeit, beim Kochen, haben sie die passenden Psalmen gebetet. So I used to think, when Jesus was singing this psalm, Und ich fing an zu überlegen, wenn Jesus diese Psalmen gesungen hat, imagine, stellen wir uns das vor. all what he sang Alles. was what is going to happen about him. Alles, was er sang, das traf auf ihn selber zu, das war über ihn geschrieben. That is why he was, even upon the nail, he was praying with the psalms. Und darum hat er selbst, als er an den Nägeln hing, die Psalmen gebetet. So, if you go more deep in psalms, then you will understand Jesus better. Wenn wir uns in die Psalmen vertiefen, können wir Jesus besser verstehen. In a very hidden way, everything is in psalms. Auf verborgene Weise wird alles schon in den Psalmen gesagt. And now, in this Psalm 55, Und in diesem Psalm 55 read 18 lesen wir Vers 19. or 17. But I will call upon God, and the Lord will save me. At dusk, dawn and noon, I will grieve and complain, and my prayer will be heard. Also Psalm Abschnitt 17, Vers 17. Ich aber zu Gott will ich rufen, der Herr wird mir helfen. Am Abend, am Morgen, am Mittag seufze ich und stöhne. Er hört mein Klagen. That is our 3-time Angelus. Das ist unser dreimal am Tag Angelusgebet. Er befreit mich, bringt mein Leben in Sicherheit vor denen, die gegen mich kämpfen. Dusk, dawn and noon, I will grieve and complain, and my prayer will be heard. Am Abend, am Morgen, am Mittag seufze ich und stöhne. Und mein 3 Klagen times we must pray. wird gehört. Dreimal müssen wir beten. Abend, morning and noon.
Abends, morgens und am Mittag. In our Christian way, the day begins from the Abend, Wir denken, dass der Tag am Abend beginnt, in the night. im Vorabend, in der Nacht. Shall I sing that word in Malayalam? Soll ich das mal auf Malayalam vorsingen? Ja. Sandhyayilum prabhadathilum madhyanathilum njan avaladi karayum avidan nende prarthana kelkum. Schön. And then comes 23 here. Und dann kommt 23. Cast your care upon the Lord, who will give you support. God will never allow the righteous to stumble. That is our surety. Vers 23. Wirf deine Sorge auf den Herrn. Er hält dich aufrecht. Er lässt den Gerechten niemals wanken. This is what we have to hold on. Daran müssen wir uns festhalten. If you are a baptized person, Wenn wir ein Getaufter if you are a sind, believer, wenn wir ein Glaubender you sind, belong to Christ. gehören wir zu Christus. It is His responsibility to take care of us. Und es ist seine Verantwortung, für uns zu sorgen. All our burden Alle unsere Lasten is a part of God's burden. sind ein Teil der Lasten Gottes. He supports us. Er unterstützt uns, er hält uns aufrecht. Ninde bharam kartavine elpikkuga avidan nenne tangikollum. Ninde bharam kartavine elpikkuga avidan ninne tangikollum. Nidiman kulingan avidan sammadikkuga illa. Means the righteous, God will never allow the righteous to stumble. Gott wird niemals erlauben, dass der Gerechte fällt. Are you righteous? Sind wir gerecht? Ja. Why? Warum? Because Christ has died for you. Weil Christus für uns He gestorben took ist. all your sin upon Him. Er hat all deine Sünden auf sich He genommen. justified you. Er hat dich gerecht gemacht. He put His stamp upon you. Er hat dir den Stempel aufgedrückt. You belong to Him. Du gehörst zu ihm. Nidiman kulingan avidan sammadikkuga illa. Hallelujah. Halleluja, das ist so schön. In India, when I give this 9 days retreat, a lot of singing, all these psalms I am also singing. Also wenn ich in Indien diese 9 Tage Ekstarzitien gebe, dann singen wir immer zwischendurch. Das ist voller Lieder, voller Gesang. Okay, so we stop here for a pause. 5 minutes. 5 minutes? We have to finish at 5 o'clock. 5 o'clock. So we stand up and sing a song and we continue up to Also wir 5. stehen auf und machen eine ganz kurze Liederpause und dann geht's weiter. Yes. Weil wir um 5 Okay. Uhr hier Schluss 5 o'clock we will stop here. Let us stand up and sing a song. aufstehen und singen. We sit down. Ja, wir sitzen.